Und ich habe schon gesehen von den Zitaten und von den Chatbeteiligungen, was ihr so von Haltung und Einstellung sprecht. Und vielleicht vermutet ihr es so. Wie kann eigentlich Sinn entstehen? Wie kann Ikigai im Alltag entstehen? Ja, eigentlich dadurch, dass sich Werte verwirklichen. Ja, Werte im Alltag, Werte in Aktion, sagen wir auch, ja, dann entsteht Sinn. Und so hat sie Ikigai als Perspektive gewonnen. Wenn ihr Ikigai allerdings schon kennt, dann gibt es vielleicht jetzt ein großes Fragezeichen. Was ist immer so 50-50, dass Menschen gar nicht von Ikigai gehört haben und dann sagen, naja, das kenne ich schon, zum Beispiel aus der Logotherapie. Ich kenne sowas aus, vielleicht aus ACT oder anderen Disziplinen, die wertebasiert arbeiten. Das Problem ist so ein bisschen, dass irgendwann im Internet 4 Kreise eine Wanderung machten. Und Markus, das ist immer die Chance, warum Menschen, als wir sprachen, sozusagen oft Ikigai schon kennen. Und ich habe viel mehr Schwierigkeit mit Menschen, die mit Ikigai in diesem Sinne schon gearbeitet haben oder es schon kennen, zu arbeiten, als Markus, wie mit dir, wo du sagst, ich habe überhaupt keine Ahnung. Fang mal bei Null an mit Ikigai. Weil viele Menschen das für Ikigai halten. Ungefähr 2 Millionen Einträge auf Google, auf Instagram, auf LinkedIn. Und mittlerweile sogar in zertifizierten IHK-Ausbildungen wird dieses Ikigai als Ikigai gelehrt. Zum Beispiel, wenn du Feel-Good-Managerin wirst bei der IHK oder andere Coaching-Zertifikate. Was ist der Hintergrund? Dieses Ikigai stellt 4 Fragen und sagt, in der Mitte ist sowas wie ein süßer Spot, ein Sweet Spot. Da kommt alles zusammen. Gehen wir mal die 4 Fragen durch. Das hat ja übrigens der Originalautor auf Spanisch alles formuliert, ja. Das sind nämlich die Fragen, was liebe ich? Erstmal eine schöne Frage. Das kann ja groß und klein sein. Was braucht die Welt? Auch eine gute Frage, gerade ja, wo wir uns auch manchmal sehr um uns selbst kümmern oder wenn wir sozial, unternehmerisch tätig werden wollen. Eine super Frage. Worin bin ich gut? Auch nicht verkehrt. Aber da ist vielleicht schon die erste Falle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, aber ich bin in vielen Dingen überhaupt nicht gut. Zum Beispiel dem berühmten Singen unter der Dusche. Aber es macht mir wahnsinnig viel Freude und gibt mir Lebenssinn. Ja, wenn ich manchmal sinnfrei irgendwelche Chart-Songs oder alten Songs von Beatles, die mir meine Eltern Simon Garfunkel mitträllere. Und es ist gut so, dass es niemand hört, außer mein Hund. Ja, vielleicht nur meine Liebste und manchmal meine Kinder. Aber ich bin darin nicht gut und kann trotzdem ja Sinn empfinden. Wir wissen, wie wichtig Sinn ist, wenn euch das Thema interessiert. Ne? McKinsey hat mittlerweile eine Riesenstudie international dazu veröffentlicht, wie wichtig Sinn nicht nur für unser Wohlbefinden ist, was ja schon mal schön ist, nein, sondern auch wirklich für unsere psychische Gesundheit. Sie nennen das Spiritual Health, aber sie haben eine riesen internationale Studie dazu veröffentlicht. Und jetzt kommt der gefährlichste Punkt hier unten. Normalerweise mache ich das immer interaktiv und leite das her in den Seminaren, aber heute mit einer Stunde müssen wir das jetzt so ein bisschen, werde ich euch natürlich sehr, sehr schnell zum Ergebnis vielleicht führen an ein paar Stellen. Da unten steht, wofür kann ich bezahlt werden? Und deswegen ist das Diagramm auch hilfreich, wenn du als Coachin oder Coach jemanden begleitest, der vom ersten Job in den zweiten Job wechselt vielleicht. Also konkret eine Berufsfrage hat. Aber wenn ich für alles bezahlt werden muss, was in meinem Leben Sinnerfüllung bietet, dann habe ich eine extreme Verengung und ein Problem. Und das war auch meine Lebenserfahrung. So kam ich zum zweiten Mal zum Ikigai sozusagen und hatte auch wirklich einen Wunsch und auch so eine Art Willen oder vielleicht ein Berufungserlebnis, über das wahre Ikigai zu sprechen, was es denn wirklich bedeuten könnte. Und das habe ich international wie auch vor allem im deutschsprachigen Raum gemacht und deswegen kam irgendwann ein Verlag auf mich zu und sagte, Tobi, schreiben. Weil meine eigene Erfahrung ist, dass das zwar gut laufen kann mit diesem Diagramm eine Zeit lang, insbesondere in jungen Jahren, wenn ich es mal so stereotypisch sagen darf, das war auch bei mir so, bis zu der Feststellung, dass du irgendwann vielleicht merkst, dass deine Karriere dich nie im Krankenhaus besuchen kommen wird. Sie wird es einfach nicht tun. Sie wird von dir nehmen, sie wird von dir gerne nehmen, wenn du leisten kannst, aber wenn du nicht mehr leisten kannst, wird sie nicht gnädig sein. Und deswegen ist es schwer, wenn wir dann keine anderen Sinnquellen haben, außer, wofür kann ich bezahlt werden? Worin bin ich richtig gut? Das kann auch gern zusammengehen. So entwickeln wir auch Skills, gerade in jungen Jahren. Was braucht die Welt? Hoffentlich braucht die Welt was von dem, was ich geben kann, was liebe ich. Aber wenn das alles ist, was Ikigai ist, dann wäre es schade drum. Ken Moggi nimmt immer dieses Diagramm und malt einen riesen Kreis drumherum und sagt, Ikigai ist so viel mehr. Wir sagen einfach, das ist ein westliches Diagramm, was seinen Sinn und Zweck erfüllt. Und hier seht ihr das Original von Andres Tsunaga. Und wir sagen, es ist auch ein bisschen ein doppelter Skandal, weil Andres Tsunaga hat gar nicht Ikigai dazu gesagt, sondern im Spanischen Proposito, was so viel wie, wir können es ins Englische Purpose übersetzen, heißt.
Und er hat nie gesagt, dass es Ikigai ist. Und zweitens, er kriegt keine Credits. Wenn er für jede Vervielfältigung seines Diagramms nur 1 Cent bekommen würde, wäre er heute sicherlich Millionär. Genau.